Kronprinz Rudolf wurde am 21. August 1858 geboren. Er war der erste Sohn von Kaiser Franz Josef von Österreich und Kaiserin Elisabeth, die heute besser als Sissi bekannt ist. Auf diesem Bild ist Rudolf mit seiner älteren Schwester Gisela inmitten der kaiserlichen Familie zu sehen. Geboren und getauft wurde Kronprinz Rudolf hier im Schloss Laxenburg. Das Schloss war eine der Sommerresidenzen des Kaisers. Es befindet sich nur wenige Kilometer im Süden von Wien und ist von einem weitläufigen Park umgeben. Der Park ist ein beliebtes Ausflugsziel und kann um wenige Euro besucht werden. An dieser Stelle noch ein Hinweis: Zu Rudolfs Mutter, Kaiserin Elisabeth, habe ich schon einige Videos gemacht, unter anderem zu ihren Schönheitsgeheimnissen und gratis Sissi-Sehenswürdigkeiten in Wien. Ich verlinke dir die Playlist gleich hier und in der Videobeschreibung. Viele Hoffnungen wurden bei der Geburt in Rudolf gesetzt. Sein Vater, Kaiser Franz Josef, wünschte sich, dass er ein guter Soldat werde, der das Land mit starker Hand in die Zukunft führt. Das Volk hoffte auf einen liberalen Herrscher, der mehr Freiheiten zulassen würde. Doch keine dieser Erwartungen wurde erfüllt. Denn Rudolf nahm sich selbst das Leben und er sollte niemals Kaiser werden. In diesem Video sehen wir uns das bewegte Leben des Kronprinzen an, seine wichtigsten Stationen und wo du heute noch in Wien und Umgebung auf seinen Spuren wandeln kannst. Um Rudolfs Persönlichkeit besser zu verstehen, sehen wir uns zunächst seine Kindheit an. Dazu begeben wir uns in den Leinzer Tiergarten. Wenn man heute durch diesen weitläufigen und idyllischen Park spaziert, kann man nur schwer glauben, dass dieser der Schauplatz traumatischer Erlebnisse für den jungen Kronprinzen war. Denn Rudolf sollte eine militärische Ausbildung erhalten und das sensible und intelligente Kind sollte abgehärtet werden. Und dazu griff man zu äußerst fragwürdigen Methoden. So wurde Rudolf zum Beispiel hier im Leinzer Tiergarten ausgesetzt und alleine gelassen, was den Jungen natürlich in völlige Panik versetzte. Weitere Erziehungsmethoden waren stundenlanges Exerzieren oder das Wecken durch Pistolenschüsse. Als die Kaiserin von einer ihrer Reisen zurückkehrte, war sie schockiert vom körperlichen und geistigen Zustand des Kronprinzen. Sie stellte dem Kaiser ein Ultimatum. Bis zur Volljährigkeit Rudolfs sollte nur sie über seine Erziehung entscheiden. Der neue Erzieher war liberal und der Lehrplan hatte einen Fokus auf Sprachen und Naturwissenschaften. Sein neuer Erzieher war der eher liberal eingestellte Josef Latour von Turmburg. Auch der deutsche Tierforscher Alfred Brehm unterrichtete ihn und Rudolf entdeckte seine Liebe zur Vogelkunde. Er verfasste zahlreiche wissenschaftliche Texte und Briefe. Im Naturhistorischen Museum in Wien sind einige Vögel zu sehen, die Rudolf erlegt hat, um sie dann wissenschaftlich zu beschreiben. 1881 heiratete Rudolf Stephanie von Belgien. Das Ja-Wort gaben sie einander in der Augustinerkirche in Wien. Liebesheirat war es keine. Vielmehr fiel durch einen Mangel an Optionen die Wahl auf Stephanie. Denn die Braut musste aus einem Herrscherhaus und katholisch sein und das Alter musste auch noch passen. Auch im Europa des 19. Jahrhunderts war der Teich, aus dem da gefischt werden konnte, relativ klein. Und dass ihr Vater, König Leopold II. Von Belgien, einer der reichsten Menschen seiner Zeit war, hat sicher auch nicht geschadet. Die ersten Ehejahre zwischen Rudolf und Stephanie verliefen noch relativ harmonisch. Doch im Lauf der Zeit stellte sich heraus, wie unterschiedlich die Charaktere der beiden Eheleute waren. Rudolf eher liberal und unkonventionell, Stephanie eher in Traditionen verhaftet. Obendrein steckte Rudolf Stephanie vermutlich mit einer Geschlechtskrankheit an, die sie unfruchtbar machte. Das bedeutete, dass die wichtigste Aufgabe des Kronprinzenpaares, nämlich weitere Kronprinzen zu produzieren, jetzt nicht mehr möglich war. Das strapazierte die Ehe so sehr, dass man sogar über Scheidung spekulierte, was ein absoluter Skandal im damals katholischen Kaiserreich gewesen wäre. Wenn du das Video interessant findest, freue ich mich übrigens, wenn du einen Daumen nach oben da lässt. Dankeschön! Als nächstes sehen wir uns Rudolfs Karriere an. Und dafür begeben wir uns auf Spurensuche ins Heeresgeschichtliche Museum in Wien. Kronprinz Rudolf hätte gerne an einer Universität studiert. Er hat sich ja sehr für Naturwissenschaften interessiert. Aber auf Wunsch des Kaisers machte er eine militärische Ausbildung. Seinen Militärdienst leistete er in Prag ab. Im Heeresgeschichtlichen Museum in Wien sind heute noch einige Erinnerungsstücke an den Kronprinzen erhalten und zu besichtigen. Die Sammlung zeigt zum Beispiel von ihm getragene Kopfbedeckungen, seinen Säbel und einen ihm gewidmeten Prunkrevolver. Rudolf engagierte sich in der K&K-Armee und wollte notwendige, vor allem technische Neuerungen umsetzen. Doch die Strukturen waren zu starr und Rudolf gab seine Bemühungen schließlich frustriert auf.
bei allem Potenzial, eines hatte Rudolf nicht, nämlich eine echte Aufgabe. Und dass er eine echte Aufgabe für sich einforderte, war durchaus ungewöhnlich. Denn als adeliger, reicher, junger Mann verbrachte man damals eher seine Zeit mit Reisen, Jagden oder gesellschaftlichen Verpflichtungen. Leistungsdenken war eine Tugend des Bürgertums. Und Arbeit, das war was für die unteren Schichten. Die Fähigkeiten des jungen Prinzen blieben jedenfalls ungenutzt. Dazu kam, dass die liberalen Ansichten von Rudolf, seinem Vater Kaiser Franz Josef, höchst suspekt waren und er ihn von sämtlichen politischen Ämtern fernhielt. Rudolf selbst klagte einmal, jeder Hofrat hat einen größeren Wirkungskreis als ich. Und dass er zu den politischen, von offizieller Seite uninformiertesten Personen im Reich gehörte. Spuren von Rudolfs politischen Aktivitäten finden sich hier in der österreichischen Nationalbibliothek. Denn Rudolf sah viele Entwicklungen im Kaisertum sehr kritisch. Doch das Einzige, was ihm blieb, war als anonymer Autor in verschiedenen Tageszeitungen in Erscheinung zu treten. Und nicht selten wurden diese kurz nach ihrem Erscheinen konfisziert. In der österreichischen Nationalbibliothek finden sich viele dieser Zeitungen und ihr könnt sie euch vor Ort oder online ansehen. Als nächstes begeben wir uns auf Spurensuche in die äußeren Bezirke Wiens. Zu Rudolfs Zeit waren das noch Vororte. Und man bekommt einen guten Eindruck davon, wie es damals hier ausgesehen hat. Damals wie heute finden sich hier viele Heurigenlokale. In diesen schenken Weinbauern ihren Wein aus und es gibt zünftige Speisen. Kronprinz Rudolf war am Abend schon mal ganz gerne unterwegs. Vor allem da, wo es ein bisschen informeller zugegangen ist, wie zum Beispiel bei sogenannten Heurigenlokalen in den Vororten Wiens. Rudolf suchte hier Gesellschaft und Zerstreuung. Doch das hatte nicht den gewünschten Effekt. Im Gegenteil, Alkohol und Drogen verschlechterten seinen Zustand. Denn Rudolf war gesundheitlich vermutlich durch eine Geschlechtskrankheit schwer angeschlagen. Durch die Misshandlungen in seiner Kindheit hatte er schwere psychische Verletzungen davongetragen. Und die Isolation am Hof und dass ihm politisch die Hände gebunden waren, verschlimmerten seine Depressionen. Als einzigen Ausweg sah er für sich den Freitod. Doch er wollte nicht alleine aus dem Leben scheiden und nahm seine erst 17-jährige Geliebte Mary Wetscherer mit in den Tod. Am 30. Jänner 1889 erschoss Rudolf im Jagdschloss in Mayerling zunächst Mary und dann sich selbst. Diese Tat erschütterte die Monarchie und um die sogenannte Affäre Mayerling ranken sich bis heute zahlreiche Spekulationen und Verschwörungstheorien, die ich in meinem nächsten Video genauer beleuchte.